Hallo und hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Herzlich willkommen im neuen Centerpark Video hier auf diesem Kanal und zwar in Erpa-Heide. Wir sind nicht in Holland, wir sind in Belgien. Das letzte Mal hat übrigens jemand geschrieben, Kai, ich glaube, ich kann das gar nicht machen mit meiner chronischen Erkrankung, denn da sind mir viel zu viele Menschen und das kriege ich nicht hin. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir versuchen mal in diesem Video den Fokus darauf zu legen, wie man hier trotzdem zur Ruhe kommen kann, wie man hier seine Ruhepunkte finden kann, wie man sein Nervensystem zusammenhalten kann. Und deswegen herzlich willkommen in einem Zweier-VIP-Haus in Erpa-Heide. Ich würde sagen, wir starten direkt mit einer Roomtour. Ich bin hier gerade schon einmal durchgegangen. Es sieht recht schön aus. Es ist wieder ein bisschen anders. Guck mal selber, ich nehme dich einmal mit. Komm, wir gehen mal hier rum. So, du siehst hier, das Ganze ist die Sitzecke, wenn man reinkommt. Das sieht schon recht schön aus. Wir haben noch kein Gepäck hier drin, großartig. Ich bin jetzt einfach eben hier schnell reingegangen. Dieser Raum hier ist irgendwie der Kinderknast. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Es ist so ein bisschen der Babyknast, oder? Das ist schon ein bisschen komisch. Hier guckt man raus. Das ist sehr schön. Das ist der vorletzte Bungalow. Ja, von hier aus guckt man dann hier schon wieder auf die Terrasse und da gehen wir jetzt auch mal gleich als erstes hin. Hier haben wir die Sitzecke, das kennen wir noch aus dem letzten. Man sieht dann auf die andere Terrasse, wenn man da rausguckt, aber es ist schön, dass es das Fenster gibt, so haben wir ein bisschen mehr Licht hier auf jeden Fall. Ja, das hier ist eigentlich sehr gleich wie letztes Mal. Wenn ich mich jetzt umdrehe, ist der große Fernseher da. Und auch ein Anschluss. Ich habe, weil wir sind 7 Tage hier diesmal, habe ich hier die Box mit den HDMI-Dingern. Ich habe Apple TV mit, das heißt, ich kann das da dran schließen. Das ist schon mal ganz cool. Dann haben wir hier wieder den Kamin und hier geht's raus auf die Terrasse. Und wer das letzte Video gesehen hat aus Hetmerdal, da habe ich schon gesagt, ich finde es immer sehr, sehr traurig, dass die Terrassen nicht gepflegt werden. Und genau so eine ungepflegte Terrasse haben wir leider hier auch. Also wir gucken mal hier. Das Ganze sieht dann so aus. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, da vorne sind noch andere Bungalows, wo Leute gerade saßen. Hier, es ist halt, ja, da ist der Grill, hier steht noch so ein Tisch. Du hast hier das Schlafzimmer, da gehen wir gleich noch rein. Aber wenn du jetzt hier zum Beispiel mal den Schirm anguckst, ich gehe da mal näher ran. Naja. Also anfassen möchte ich den gerade nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mich so umgucke, die anderen Schirme sehen alle ein bisschen sauberer aus. Wir sind hier direkt unterm Baum. Also so sieht das hier aus, ne? Da vorne ist direkt Wald. Das ist schon sehr schön ruhig gelegen auf jeden Fall. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Von hier aus sieht das Ganze dann so aus. Wir werden den Tisch, wir haben einen Grill eingepackt, so einen kleinen Grill, Tischgrill, den werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr nach darstellen. Und dann werden wir es uns hier gut gehen lassen. Der hier ist zu, der Raum nebenan. Dann mache ich mal hier wieder Fenster zu. So, wir gehen weiter. Wir haben die Küche. Genau, die Küche haben wir hier. Die ist eigentlich sehr ähnlich wie in Hetmerdal. Ich kann mal hier so ein bisschen Licht anmachen. Du hast hier quasi die Spülmaschine und du hast eine kleine Kaffeemaschine. Wir haben wieder die Aeropress dabei. Hier ist eine schöne Wand. Das ist auch alles sehr schön. Das sieht alles sehr sauber aus. Und dann ist hier der Kühlschrank. Der ist schön groß für 2 Personen. Das finde ich sehr cool. So sieht er aus. Das finde ich sehr cool. Und ja, da ist hier das Schlafzimmer. Ja, ist recht klein. Trotzdem schön gehalten auf jeden Fall. Da ist ein Fernseher noch. Wir haben Handtücher mit dabei, weil wir dieses VIP-Haus haben. Wir haben hier, ich weiß nicht, was das soll. Die sehen so ein bisschen aus, als ob sie einfach da liegen gelassen worden sind. Ich glaube, die sind für die Küche. Ich bin mir nicht sicher. Und das ist hier quasi der Blick nach draußen. Sieht sehr schön aus. Ja, jetzt kommt aber der große Vorteil für Menschen mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Es gibt eine separate Toilette. Und das finde ich schon cool. Und der Raum ist zwar nicht groß, aber ist egal. Es ist separat. Und das finde ich ganz schön. Der ist wirklich sehr klein. Aber das ist gut. Und weil so kann einer auf jeden Fall duschen gehen. So, jetzt kommen wir quasi in das Heiligtum hier, worauf ich mich ja immer freue. Da ist der Whirlpool. Hier ist die Scheibe, wo man nicht rausgucken kann. Und hier hat man dann die Sauna, die ich
immer brauche dabei, wenn wir hier sind. Das ist wirklich schon schön. Hier riecht es auch angenehm drin. Da kann ich sie nachher anmachen. Heute Abend werden wir wahrscheinlich die direkt benutzen. Ist eine Infrarotsauna. Das wurde ich letzte Mal gefragt. Habe ich, glaube ich, letzte Mal nicht gesagt. Du hast hier 2 Waschbecken dabei. Und dann hast du hier halt noch eine Regendusche. Ich finde, es sieht alles sehr sauber aus und sehr schön aus. Du hast bei VIP hast du immer hier Hair and Body. Wir haben immer das Glück, dass die Dinger meistens leer sind in den Häusern. Hier hast du auch nochmal Handseife. Also richtig schön. Du kannst dann hier Steckdosen haben wir hier ganz normal. Dann haben wir hier das. Das war jetzt sehr schnell die Roomtour. Wir sind für 7 Tage hier, habe ich gesagt, und nicht für 3 Tage, weil wir beim letzten Mal gesagt haben, wie ist das wohl, wenn man hier einfach mal eine Woche bleibt, weil wir uns letztes Mal so wohl gefühlt haben, dass wir gesagt haben, wir müssen hier eine Woche mal bleiben. Und jetzt haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt mal einen anderen Park, aber machen den mal eine Woche. Und deswegen, heute ist Montag, wir sind von Montag bis Montag da. Wir wissen auch noch nicht, wir haben Urlaub, wir wissen noch nicht, ob wir Sonntagabend wegfahren oder ob wir Montag fahren. Da sage ich vielleicht später noch mal was dazu. Jetzt holen wir erstmal das ganze Gepäck rein und dann machen wir es uns hier gemütlich und dann machen wir diesen Bungalow zu unserem Bungalow. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Einen wunderschönen guten Morgen aus Erpa-Heide. Hallo, die erste Nacht ist rum. Ich habe eigentlich recht gut geschlafen für die erste Nacht. Die Betten hier sind ziemlich hart. Das ist aber so ein Problem, was man, glaube ich, beim Center Park grundsätzlich kennt. Es gibt Menschen, die nehmen ihren eigenen Topper mit. So weit wollten wir hier nicht wirklich gehen. Aber es war auch sehr, sehr ruhig. Das Schöne an diesem Bungalow, wir haben hier die Nummer 619. Und das Schöne hier ist wirklich, dass er so gut wie nicht einsehbar ist. Und damit liegt er auch ziemlich weit außerhalb von der Straße. Ich habe festgestellt, wenn man bei Center Park bucht, sollte man immer mal, wenn man die Ruhe sucht, diese Kreisverkehre, die aufgezeichnet sind auf den jeweiligen Parkplan, wenn man diese Kreisverkehre bucht, dann, also es ist so ein Rondell, wo drumherum Häuser sind, dann ist man so ein bisschen außerhalb, weil die Menschen nicht an deinem Bungalow die ganze Zeit vorbeilaufen. Also es hat einen großen Vorteil. Und dadurch ist es hier wirklich sehr, sehr schön ruhig. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe die Nacht kein Geräusch gehört. Es war echt toll. Es ist tatsächlich in der Nachbarschaft hier eine Militärbasis, eine Fliegerbasis. Und wir haben gestern mal geguckt, es ist wohl so, dass montags hier Training ist und es ging bis, ich glaube, 23 Uhr und ab da war auch wirklich Ruhe und heute noch kein Flieger gehört, also es scheint wirklich so ein Montagsding zu sein. Mal gucken, wir werden das sonst hier nochmal thematisieren, auf jeden Fall. Ja, wir konzentrieren uns hier so ein bisschen in diesem Video auf solche Sachen wie Nervensystem, wie kann ich jetzt zur Ruhe kommen. Ich habe gesagt, ich habe Rückmeldungen bekommen auf das letzte Video, dass es ja meistens so voll ist und so. Voll ist es hier offensichtlich auch. Wir haben gedacht, es müsste eigentlich leerer sein, da wir von Montag bis Montag hier sind. Haben aber nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die Franzosen noch fast vollständig Ferien haben. Der Park hier ist voll mit Holländern und Franzosen. Deutsche, ich habe gestern einmal ganz kurz Deutsch gehört. Ich glaube, wir sind hier komplett in der Minderheit. Und dementsprechend haben wir dieses Thema ganz gut platziert jetzt, dass wir gucken, wie kann man jetzt sich trotz dieser vielen Menschen es trotzdem ruhig machen und so. Das werden wir auf jeden Fall ganz gut platzieren hier. Boah, ich merke, dass ich im Urlaub angekommen bin. Ne? Ich kann kaum richtig reden, ich bin noch müde. Ich fahre gerade runter von meinem System her. Eine Sache wird noch komplett anders sein in diesem Vlog hier. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal dieses hier gesagt. Natürlich könnte man auch sich selbst versorgen. Dafür hat man ja auch eine Küche und so. Wir sind zu faul dafür. Und jetzt blende ich dir mal ein, was wir gestern hier gegessen haben. Als wir angekommen sind, sind wir ins Grand Café gegangen hier. Und was glaubst du, kostet dieser Salat und dieses Glas Bier? Was würdest du sagen? Was hat das jeweils gekostet? Ich sag's dir. Der Salat war 17 € und das Glas Bier war, natürlich hast du auch noch eine Flasche dazu gekriegt, 7 €.
Wir werden das hier nicht 7 Tage lang durchziehen können. Wir sind 7 Nächte, 8 Tage hier. Wir werden das nicht jeden Tag machen können. Auf gar keinen Fall. Dementsprechend haben wir uns Gott sei Dank im Vorfeld so ein bisschen informiert. Ich war früher schon ein paar Mal in Belgien. Ich wusste also, Belgien ist ein bisschen teurer. Dann haben wir im Vorfeld nochmal geguckt und haben jetzt unseren eigenen Grill mit dabei. Wir haben Dinge zum Kochen mit dabei. Also die Küche hier wird tatsächlich auch benutzt, weil das kannst du nicht jeden Tag. Das funktioniert nicht. Und so toll ist das Essen dann auch nicht, dass man jeden Tag mal eben 60 € ausgeben kann für 2 Gerichte und 3 Getränke oder so. Das ist irgendwie, nee, das ist es mir nicht wert. Wir haben mittlerweile auch den Friend-Status erreicht. Das wurde uns auch gesagt. Das heißt, wir haben auf unserem Armband 15 € Guthaben für Aktivitäten. Da werden wir in den nächsten Tagen, haben wir schon überlegt, vielleicht mal irgendwie so Golf machen oder so. Müssen wir mal schauen. Und wir haben ein Friends-Geschenk. Das können wir uns gleich abholen und wir werden jetzt gleich erstmal frühstücken in aller Ruhe und dann nehmen wir dich mit und dann zeige ich dir auch gleich mal den Market Dome. Was halt auffällt ist, man hat an den Seiten hier immer so Sitzmöglichkeiten, wo man so ein bisschen abseits sitzen kann und dann kannst du dich hier hinsetzen und hast so ein bisschen mehr Ruhe. Wenn du willst, kannst du hier ins Schwimmbad gucken, da filme ich jetzt mal lieber nicht so rein. Und da hast du halt immer die Möglichkeit, dich so ein bisschen abseits auch zu setzen. Hier haben wir es halt auch und es gibt immer Möglichkeiten, dass man sich so ein bisschen an den Rand setzt. Gestern Abend war es hier nicht so voll. Hier hast du so eine Art Bühne da vorne. Und es gibt aber immer Möglichkeiten, sich wirklich auch so ein bisschen abseits zu setzen. Wir haben gestern da hinten gesessen in der Ecke. Was auffällt ist, dass das Ganze hier nicht mehr Nonnas heißt, sondern Da-Nonna. Und dass es hier nicht mehr so bunte Tischdecken gibt, sondern alles ein bisschen edler, ein bisschen schöner, ein bisschen cleaner. Naja, schöner weiß ich nicht, aber cleaner. Ich habe schon gewitzelt, mach es ein bisschen schöner. Kannst du ein bisschen mehr Geld nehmen. Das würde hier ganz gut ins Konzept passen. Übrigens hier unten Fische. Während hier Schildkröten sind, wird hinter mir gerade die Osterdeko abgebaut. Was man auch sieht, ist, dass hier grundsätzlich alles barrierefrei ist. Du kannst hier so gut durch über so kleine Rampen quasi. Hier kannst du dich auch wunderbar einfach hinsetzen und kannst ein bisschen chillen. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Starbucks, finde ich. Und hier kannst du dich in Ruhe hinsetzen. Das ist schon schön. Also du hast hier die Ecken, wo du ein bisschen zur Ruhe kommen kannst. Und du siehst hier, sind überall kleine Rampen gebaut, die thematisiert sind quasi. Aber du kannst hier halt quasi mit dem Kinderwagen oder mit dem Rollstuhl kannst du hier einfach hoch und das ist schon schön gemacht. Ich habe jetzt das Mikrofon nicht dran, ich hoffe, man hört mich so an sich. Insgesamt sind hier, ich glaube, 3 Toiletten, wenn du reinkommst, direkt in der Mitte. Das, was ich letztes Mal in Hetmeda gesagt habe, ich hätte gerne in der Mitte einen. Das ist hier auf jeden Fall gegeben. Also du hast hier wirklich eine große Toilette, dann hast du an den Seiten immer Toiletten. Also von egal wo du bist, kannst du die Toiletten gut erreichen auf jeden Fall.
und überall sind auch Behindertentoiletten und das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Und du musst hier auf gar keinen Fall irgendwie warten oder so, sondern ich habe es gestern Abend hier auch erlebt, dass es voller war. Du kommst eigentlich immer direkt auf eine Toilette drauf. Und du siehst es ja auch gerade, ne? Ich sitze hier gerade so an der Ecke. Es interessiert keinen, ob ich hier filme, ob ich hier sitze. Es ist hier schön ruhig, die Musik ist sehr gedimmt. Was gestern aufgefallen ist, die haben hier so eine Art Chill-Musik auf jeden Fall. Das ist heute Abend wohl auch. Dann steht so ein älterer DJ hier neben mir auf der Bühne quasi und spielt einfach so ein bisschen chillige Musik. Das war gestern sehr schön. Hat mich dazu gebracht, nochmal ein überteuertes Bier zu kaufen. Aber es war wirklich ein schöner Vibe. Es ist ganz toll. Hier drin ist sehr warm. Ich bin jetzt hier gerade mit der Jacke, weil wir von außen kamen. Aber hier drin ist schon ordentlich warm. Ich würde mal auf 25 Grad schätzen, bin mir aber nicht sicher. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass man da nicht drankommt. Wir haben schon Sachen erlebt in Center Parcs, wo die Schildkröten angefasst werden, wo sie ins Wasser geschmissen werden. Hier kommst du gar nicht dran. Das ist schon sehr schön, finde ich, jawohl. So, Friends geschenkt bekommen hier ein Kühlschrankmagnet. Ja, sieht ein bisschen, naja, aus, aber naja, es ist mit eingepreist, ne? Aber ja, okay. Von hinten, es steht einfach nur Center Parcs dran. Naja, kommt ein Kühlschrank. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:30 am Freitag. Es ist An- und Abreisetag für uns nicht, aber ich merke schon, es ist noch ein bisschen hier am Aufwachen und aber die Autos stehen schon bereit anscheinend. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal etwas, was in meinem Alltag nicht so oft vorkommt. Das ist das Laufen oder das Hausverlassen am Morgen. Das ist etwas, was mit meiner Erkrankung nicht immer gut funktioniert. Da vorne läuft ein Huhn spazieren, was mit meiner Erkrankung nicht so richtig gut funktioniert. Und wo ich mir dachte, das mache ich jetzt einfach mal, weil es eben aus meiner Komfortzone heraus ist. Und es ist einfach total schön, in diesem Park hier zu laufen. Und ja, wenn alles noch aufwacht, die Ente schläft noch und da vorne läuft ein Hahn auf mich zu. Es ist sehr lustig. Und die ersten Leute bringen ihr Auto zum Bungalow, damit sie einpacken können. Also ich dachte mir, ich nehme dich einfach ein bisschen mit auf so einen kleinen Walk and Talk hier durch den Park. Guten Morgen, Huhn. Ich zeig dir es. Hahn. Ich zeig dir es. Hallo, guten Morgen.
Es ist eine ganz andere Stimmung hier im Park. Sieht man das? Hier sind überall Autos. Es wacht langsam auf. Und viele packen schon, habe ich gerade gesehen. Ja, es ist schön, dass wir noch nicht dran sind. Wir haben noch ein paar Tage und das möchte ich auch gerne noch nutzen. Man muss normalerweise hier um 10 Uhr das Haus verlassen. Und da kommen wir schon zu einem Punkt, den wir uns jetzt gegönnt haben, weil ich war schon stolz bis jetzt, dass wir es geschafft haben, nicht wirklich essen zu gehen, sondern uns selber was gekocht haben. Und das ersparte Geld, das nutzen wir gerade und kaufen uns Zeit. Denn was ich nicht wusste, was hier offensichtlich jetzt neu ist, du kannst dir ein Late-Checkout leisten. Und das ist etwas, was meiner Erkrankung sehr zugute kommt. Ich sehe nämlich hier gerade, wie Menschen sehr stressig alles einpacken, ins Auto laden und das am frühen Morgen. Und ich habe dir gerade gesagt, für mich ist es schwierig, das Haus zu verlassen morgens. Und dementsprechend ist das halt etwas, was den Darm fördert. Oh, ist das schön, guck mal hier. Ist das halt etwas, was den Darm fördert. Und je später das ist, desto besser ist das für mich. Und tatsächlich hatten wir überlegt, ob wir Sonntagabend fahren, aber wir haben wirklich Urlaub. Das heißt, wir haben den Montag wirklich frei und es wäre irgendwie ein verschenkter Tag. Und jetzt haben wir für 60 € ein Late-Checkout, das ist einmal Essen, ein Late-Checkout gebucht und waren gestern an der Rezeption, haben das Ganze gemacht und dürfen jetzt um 16 Uhr raus. Das heißt, wir haben uns Zeit gekauft und die wollen wir irgendwie noch nutzen. Mal gucken, ob wir noch mal schwimmen gehen, ob wir in Ruhe die Sauna noch mal benutzen, den Whirlpool. Müssen wir mal schauen. Denn auf YouTube, und da gehöre ich ja dazu, und es gibt einfach Dinge, die man kritisieren sollte hier, weil viele Dinge manchmal nicht so ganz cool sind für das Geld. Aber man muss wirklich sagen, dieser Park hier, Erpa-Heide, ist wunderschön. Das Schwimmbad, du kennst meine Meinung zum Schwimmbad vielleicht, habe ich in den letzten 2 Videos schon erzählt. Ich hatte mein Handy dabei und hatte es in der Tasche und es ist einfach so schön dort, dass ich einfach mal 2 Fotos gemacht habe, die ich dir jetzt hier zeige. Und da siehst du, es ist ein wunderschön thematisiertes Schwimmbad und es macht einfach Spaß, dort seine Zeit zu verbringen, sich da hinzusetzen, zu lesen, zu schwimmen. Es ist einfach richtig toll. Die ganzen Angestellten hier im Park sind unfassbar nett. Ich bin gestern auf dem Weg zum Schwimmbad einmal umgeknickt an so einer blöden Straßenkante. Die sind hier sehr hoch. Und es hat ein Mitarbeiter mitbekommen. Und der ist sofort auf mich losgestürzt und hat sofort gesagt, er kann sofort Erste Hilfe holen und kann mich direkt verarzten mit Erste Hilfe, wenn ich möchte. Total lieb, total nett, total aufmerksam. Das war richtig schön. An der Rezeption, die sind auch total nett. Und also das muss man wirklich sagen, es ist wirklich, also du kannst dich hier richtig wohlfühlen und es ist schon schön hier. Also es war die richtige Entscheidung, hier für 7 Tage zu bleiben. Fürs Wochenende wäre mir der Park tatsächlich zu groß. Und hier gibt es zu viel zu entdecken. Hier wirst du an einem Wochenende nicht ankommen, sag ich mal. Thema Erste Hilfe kann ich dir gleich zeigen. Gehen wir nämlich, glaube ich, gerade drauf zu. Es gibt hier Erste Hilfe für Menschen auch, wenn du einen Schub hast zum Beispiel, wenn du irgendwas brauchst. Dann kannst du dich an der Rückseite des Schwimmbads melden und da kannst du dann mit einem Arzt sprechen oder Ersthelfer sprechen. Das hier ist auch herrlich und hier gibt es noch eine etwas andere Sache. Hier ist der Market Dome mit dem Baluba noch getrennt und die haben das jetzt noch mal mehr getrennt. Haben die Shows jetzt da reingepackt. Wir waren da mit der Kamera schon mal drin. Dadurch hast du jetzt plötzlich so Chill-Musik und so im Market Dome. So, ich habe versprochen, wenn ich das mache morgens, bringe ich Schokobrötchen mit und deswegen, ach Gott, müssen wir mal zum Bäcker. Und ganz nebenbei ist hier noch eine Toilette. Oh, meine Brille beschlägt.
So, lass uns doch mal hier einmal so rumgehen und gucken. Ich glaube, was man ganz gut immer zeigen kann, sind, das haben wir ja letztes Mal gemacht, Schokoladenpreise. Da kann ich dir was zeigen, was ich ziemlich krass fand. Und zwar hier. Wir haben einmal hier Kinder Bueno. 6,29 Euro, 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und da sind dann jeweils 2 drin. Ne? 6,29 Euro. Was du hier nicht holen kannst, was du aber in den Niederlanden immer kriegst, ist Medizin. Die haben das meistens immer in den Supermärkten liegen, wie Paracetamol und so. Das hast du hier nicht. Hier scheint das nicht so gang und gäbe zu sein, so wie bei uns auch das nicht gang und gäbe ist. So, hier gibt es so Bowl-Teller. Da hatten wir uns jetzt überlegt, dass wir uns davon 2 mitnehmen. Wir suchen nämlich schon ewig nach Bowl-Tellern. Und ja, ich glaube, die werden wir uns mitnehmen. Eine Besonderheit gibt es hier noch, das sind die Selbstscan-Kassen. Hier kannst du deine Sachen selber scannen und kannst rausgehen. Du kannst aber auch hier noch eine ganz normale Kasse benutzen. Was wir so ein bisschen schade fanden, wir hatten Gott sei Dank Salat und so mitgenommen, aber du siehst hier diese ganzen fertigen Sachen, das ist ganz cool. Was wir aber sehr schade fanden, dass du hinten in der frische Abteilung keinen frischen Salat hattest, sondern nur diese Dinger hier, die so eingepackt sind. Und ja, da bin ich mit meinem Magen immer sehr, sehr vorsichtig. Und deswegen traue ich mich da nicht immer so ran. Deswegen schade, dass sie das nicht so da hinten liegen haben, so einen Kopfsalat oder so. Das wäre sehr schön gewesen. Okay, das Versprechen muss ich leider brechen. Ich habe meine Bankkarte nicht mit. Und Apple Pay geht bei mir irgendwie nicht. Meine Sparkasse mag das nicht. Oh, da sitzen schon Menschen so ein Frühstück. Gehen wir weiter. Also Schokobrötchen. Muss vertagt werden, muss ich wohl noch mal das Haus verlassen morgen. Was es noch zu sagen gibt, das habe ich jetzt erst rausgefunden. Wenn du eine nicht sichtbare Behinderung hast, das habe ich gestern noch nachgefragt, habe es aber nicht mit gebucht, weil ich hätte da jetzt auch nicht so viel zeigen können, glaube ich. Aber du hast die Möglichkeit, wenn du eine nicht sichtbare Behinderung hast, kannst du an der Rezeption Bescheid geben, das Ganze nachweisen mit deinem Schwerbehindertenausweis zum Beispiel. Und ich habe ja diesen Toilettenschlüssel, der in der EU immer gilt. Du kannst dann nachweisen, dass du das hast und dann bekommst du auf dein Ticket etwas freigeschaltet, auf dein Armband. Und du kannst dann alle Behindertentoiletten benutzen hier im Schwimmbad. Und du bekommst auch einen extra Eingangsbereich für ein Schwimmbad, sodass du an der Masse vorbeigehst. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, das kann man machen. Ich habe es jetzt nicht abgeschlossen. Ich möchte hier keinem was wegnehmen. Ich brauche es gerade nicht so. Die haben gar keinen Bock auf Menschen. Und hier, das ist das Lustigste. Ganz alleine sitzt es da und mümmelt vor sich hin. Also wenn ich das so sehe, bin ich gerade wirklich froh, dass wir auf 16 Uhr verlängert haben. Ich merke gerade, für mich ist das gar nicht so schlimm, wie ich dachte, mit dem das Haus verlassen. Das ist ja auch manchmal eine ganz gute Erkenntnis. Heute passt das alles, ist immer tagesformabhängig auch. Aber wenn ich so sehe, hier diesen Stress von wegen schnell ins Auto und schnell raus, gerade mit Kindern, ist die 10 Uhr, glaube ich, sehr knapp bemessen. Was mir gerade noch aufgefallen ist, ich bin jetzt in der Achterzone hier. Die ist relativ weit weg vom Geschehen, aber die schaffen es hier durch Waldwege immer, dass du so kürzer gehen kannst und schnell zum eigentlichen Ort des Geschehens gehen kannst. Und ich weiß, dass ich mittlerweile schon den einen oder anderen ein bisschen angesteckt habe, das auch zu machen. Und ich habe dann die Rückmeldung von einem Paar bekommen. Ich habe immer gedacht, das wäre nur was für Familien. Habe ich auch. Kenne ich auch so aus den 90er Jahren. Ich war mit meiner Family immer in den Centerparks. Aber mittlerweile dadurch auch, dass du jetzt so chillige Musik im Market Dome hast und so, die bemühen sich schon, das Ganze auch für Erwachsene zu machen, nicht mehr nur für Kinder, sodass jeder hier auch was hat davon und jeder hier zur Ruhe kommen kann. Und ja, das Konzept nach wie vor zum wirklich runterkommen, mal andere Sachen erleben. Ich fände es super. Schau mal, ich sehe das hier gerade auch.
Das Schild zeigt auch an, dass es da zur Erste-Hilfe-Station geht. Also es ist auch ausgeschildert im Park. So, ich gehe jetzt einmal durch den Nature Trail hier zurück in unsere Zone quasi, zu unserem Bungalow, und wir werden frühstücken, ohne Schokobrötchen. Aber gut, gehe ich halt morgen noch mal. Es macht Spaß, morgens mal rauszugehen. Für mich ist das immer wieder raus aus meiner Komfortzone. Ah, es ist schön, ich stehe mitten im Wald. Ne? Es ist einfach so herrlich. Damit haben wir jetzt den Aktivitätsgutschein auf unserem Armband eingelöst. Das war ja dieses Friends-Ding, ne? 15 € Aktivitätsguthaben. Und haben eine Runde Adventure Golf gespielt. Das war am Cycle Center hier, nicht am Market Dome oder an der Rezeption. Und es war natürlich so, wie es immer ist, ich muss zwischendurch auf die Toilette. Und diesmal war es wirklich cool. In diesem Park sind die Toiletten sehr nah beieinander. Und du kannst eigentlich relativ schnell irgendwo auf eine Toilette gehen. So, jetzt gehen wir im Bungalow und werden unsere Schwimmsachen packen. Und dann geht's ins Schwimmbad. Und wir haben schon festgestellt hier heute Morgen, ne, beim Morgenspaziergang, ganz viele Leute raus aus dem Park. Mittlerweile kommen neue Leute rein. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich einen Platz kriegen im Schwimmbad. Ich habe vorhin schon überlegt, ich würde mir sehr gerne mal hinter die Kulissen so einen kleinen Einblick abholen. Das wäre schön. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei einem Freizeitpark. Ich vermute auch, dass die Experience da irgendwo endet. Aber ich fände es mega spannend, so diese Logistik mal zu sehen hier, wie man diese ganzen Häuser eigentlich verwaltet. Und das ist bestimmt interessant. Also ich würde gerne mal einen Blick hinter die Kulissen gucken. Hinter so einem Park, gerade hinter so einem großen wie hier. Ja, das fände ich spannend. Ich bin richtig froh, dass wir uns für die Erper-Heide entschieden haben und dass wir das gebucht haben. Die 7 Tage hier, die waren wirklich wunderschön. Der Park ist wunderschön. Er ist schön angelegt. Du hast wunderschöne Waldwege hier. Habt ihr alles gesehen? Es ist hier richtig schön und du kannst hier 7 Tage so wirklich zur Ruhe kommen. Wir waren gestern noch mal schwimmen. Das war auch sehr schön. Eines der schönsten Schwimmbäder, die ich bisher im Center Parks gesehen habe, weil sie so schön thematisiert haben. Jeder Winkel wurde thematisiert. Es waren so Grotten mit so Wasserstrahlen von allen Seiten, wo du durchlaufen kannst und so, richtig toll. Die Wellen werden angekündigt durch Elefantengeräusche und durch Delfingeräusche, auch am Ende noch mal ein Delfingeräusch. Es ist wirklich richtig schön. Du kannst da dich einfach hinsetzen und Spaß haben. Und ich glaube, das war das Schwimmbad, wo wir am meisten tatsächlich Zeit verbracht haben. Einfach da gesessen haben, gelesen haben, zwischendurch mal ein bisschen geschwommen sind. Das war richtig herrlich. Also, dieser Park hier, richtig cool. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass sie für das Geld, was sie hier abrufen, und es ist nicht günstig, dass sie tatsächlich nicht so die Priorität auf Sauberkeit legen. Und das finde ich manchmal echt ein bisschen schade. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist bei so vielen Bungalows und ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist bei so vielen Menschen, die hier auch sind. Das wäre halt schon schön, wenn sie da mal dran gehen würden. Aber ob wir das nochmal erleben werden, das weiß ich nicht. Heute ist Montag, ich trinke jetzt meinen letzten Kaffee hier und wir haben den Stress nicht, dass wir schnell weg müssen. Habe ich ja schon erzählt, wir haben den Late Checkout gebucht. Für mich als chronisch Kranker total gut. Ich habe keinen Stress, ich kann mir in Ruhe einen Kaffee trinken, ich kann in Ruhe frühstücken, ohne dass ich Angst haben muss, permanent auf die Toilette zu müssen. Und dementsprechend, ja, 16 Uhr ist das Ganze hier. Ich habe die Sauna nochmal angemacht. Ich werde mich gleich auf jeden Fall nochmal in die Sauna setzen. Und wir haben schon überlegt, dass wir auf jeden Fall heute nochmal in den Market Dome gehen und da uns vielleicht doch nochmal eine kleine Sache gönnen. Aber ich bin stolz, wir nehmen fast kaum noch Lebensmittel wieder mit nach Hause. Das ist für uns schon großartig.
Ja, ich hoffe, für dich war etwas dabei. Ich versuche immer mit meinen Videos von den Centerparks das zu zeigen, was ich gerne gesehen hätte als chronisch kranker Mensch. Ich versuche immer so ein bisschen die beiden Welten zusammenzubringen, normale Freizeitgestaltung und chronisches Leben. Ich habe nun mal andere Anforderungen an so einen Urlaub hier aufgrund meines Darmrisses, den ich hinter mich gebracht habe und aufgrund meiner Morbus Crohn-Erkrankung. Und ja, solche Videos hätten mir damals geholfen und ich versuche das Ganze jetzt so zu machen, wie es mir damals geholfen hätte und ich hoffe, es hilft dir am Ende. Jawohl. So, jetzt gönne ich mir hier diesen Kaffee. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, hast du schon mal in einem Centerpark verbracht? Warst du schon in der Erpa-Heide? Wie hat es dir hier gefallen? Siehst du manche Dinge, die ich sage, komplett anders, die ich kritisiere auch? Oder kritisierst du vielleicht sogar noch mehr? Schreib es mal in die Kommentare, lass uns darüber reden und austauschen. Ich glaube, das hilft auch anderen auf jeden Fall und verschiedene Sichtweisen sind immer bereichernd. Jawohl. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie das Ganze im letzten Centerpark war, das war Het Meerdal, dann schau doch mal bitte hier. Und wenn du mal sehen möchtest, wie so ein Bungalow komplett fail sein kann, weil er einfach runtergerockt war, dann schau dir das mal aus Hüttenhüchte an, das findest du hier. Dieser Bungalow war sehr schön und da gehe ich jetzt gleich wieder rein, denn da heizt die Sauna auf. Jawohl. Mach's gut. Wir sehen uns recht bald wieder. Du, ich und mein Chrono. Bis zum nächsten Mal. Bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Tschüss, dein Kai.